Heute geht's um Camping. Genauer gesagt um 5 Plätze mit einem ganz speziellen Charakter. Ich möchte dem Lebensgefühl auf diesen Plätzen auf die Spur kommen. Los geht's mit der Hafenmühle, mitten im Hunsrück an der Deutschen Edelsteinstraße. Ein ganzer Eimer voller Edelsteine. Da ist richtige Klunker dabei. Ja, der ist auch richtig schwer. Okay. Egal wohin? Egal wohin. Timo Koch hat ein ganz besonderes Morgenritual. Die große Edelsteinsuche. Du machst jetzt aber jeden Morgen? Jeden Morgen. Edelstein suchen. Jeden Morgen. Was Ja, machst du mit den kleinen Steinen? die schmeiße ich gleich da drüben im Bach. Ah, okay. Sollen wir da Ja. reingehen? Und auch die kleineren warten schon ganz gespannt. Willst du auch mal eine Hand? Ja. Musst du Bist jetzt. auf den Geschmack gekommen. Ja. Dann das Startsignal. Los geht's. Wie viele Millionen Steine hast du da schon reingeworfen? Keine Ahnung. Ich glaube, man muss ja schon irgendwo wieder mit was Speziellem herausstechen oder so, warum die Leute auch zu dir kommen. Da reden die Kinder wahrscheinlich auch mit. Natürlich, die Kinder sind das Wichtigste. Ja, genau. Wo das Kind hin will, müssen die Eltern hin. Der ganze Campingplatz ist auf den Beinen. Ah, schön habt ihr es hier. Also es ist ja wirklich komplett so im Wald drin. Ja, Ne? Also ja, das ja. ist total idyllisch. Und Wir haben auch alles eher so terrassenförmig angelegt. Ja. So bleibt das eigentlich, obwohl dann viele Menschen da sind, bleibt das immer noch ein bisschen gemütlich. ja. Und ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt Toiletten, die sind komplett barrierefrei. Ist euch das auch wichtig? Ihr seid ja auch für Inklusion bekannt, ne? Ja, absolut. Inklusion ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich glaube, in jeder Familie gibt es irgendjemanden, der entweder auf einer Krücke geht oder im Rollstuhl sitzt. Timo zeigt mir eines der behindertengerechten Mobilheime. Ja, alle Türen sind locker mal 90. Hier wurde an alles gedacht, was im Leben der Gehandicapten wichtig ist. Wir haben auch dann das Thema gehabt, selbst mit dem Kinderwagen. Das ist Ja, genau. Ja. Du kannst, wenn du mal Mit dem Bus fahre ich zu meinem Ausflugsziel. Es geht in ein Kupferbergwerk. Ciao, ciao. Glück auf. Hier treffe ich mich mit Johanna Schönig und die kennt sich richtig aus hier. Ist alles nass? Wir kommen durch Gänge in die große Haupthöhle. Riesig. Ja, hier würde die Porta Nigra aus Trier vom Volumen her einmal reinpassen. Die Porta Nigra würde hier reinpassen. Ja, Vom Volumen her. ja. Na, krass. Okay, das ist echt beeindruckend. Ja, Aber das ist ja jetzt schon krass. Ihr habt da unten so Figuren, die haben nur so einen kleinen Hammer und Meißel. genau. Okay, das ist ja wahnsinnig mühsam. Ja, Also so eine Halle hier zu schaffen, nur mit Hammer und Meißel. Ja. Woher erkenne ich denn jetzt, was Kupfer ist hier in dem Gestein? Kupfer kommt hier in Form von Kupfererz vor. Also wir finden hier drin natürlich kein Kupfer an sich. Das ist zum Beispiel der sogenannte Malachit. Den sieht man einmal hier drüben. Das ist letztendlich einfach Kupfererz, der dann abgebaut wird und dann in der Schmelze zu Kupfer verarbeitet wird. Das Leben der Bergleute ist eine spannende Geschichte. Was ist das denn? Das ist die sogenannte Haspel. Die Haspel. Die Haspel, die kann man sich vorstellen wie so eine Art Brunnen, allerdings mit 2 Eimern. Der eine Eimer, der geht dann von oben nach unten und bringt das abgeschlagene Gestein nach unten. Und der andere Eimer kommt von unten nach oben und bringt dann frisches Wasser oder Werkzeug nach oben. Wenn man sich verhaspelt, was passiert dann? Genau, das passiert tatsächlich relativ schnell. Dann verhaken sich einfach die Seile ineinander. Heißt, es muss dann jemand nach unten gehen, das Ganze entwirren. Und damit alle im Bergwerk Bescheid wissen, dass diese Haspel jetzt nicht funktioniert, nicht intakt ist, ruft man dann laut, ich habe mich verhaspelt. Und da leitet okay. sich dann tatsächlich auch das Sprichwort ab. Ah, daher kommt das. Habe ich nie gewusst. Genau, ja. Kommt von Wenn der man sich Haspel. verhaspelt. Wollte natürlich keiner machen, die Arbeit, weil war ja relativ gefährlich. Und deswegen hat man dann die 14 bis 15 Jahre alten Jungen, die neu hier ins Bergwerk kamen, also mit 14, 15 haben die angefangen hier zu arbeiten. Okay. Und die haben dann eben an der Haspel gestanden und dann so ein Gestein beispielsweise nach unten transportiert. Was ist das? Hier sieht man jetzt einen sogenannten Suchstollen. Und der ist jetzt 12 Meter lang. Man hat früher gesagt, ein Jahr, ein Mann, 1 Meter. Also innerhalb von einem Jahr konnte ein Bergmann ungefähr 1 Meter Gestein abschlagen. Dementsprechend hat man gute 12 Jahre für den Suchstollen gebraucht. Und den Suchstollen gibt es letztendlich auch nur, weil man kein Erz gefunden hat. Heißt, hier hat jemand 12 Jahre lang dran gearbeitet, Umsonst. um letztendlich Komplett. kein Erz zu finden. Oh, das ist frustrierend.
Und was auch noch gut auffällt an den Suchstollen ist, da sieht man nämlich, wie groß bzw. eher wie klein die Bergleute waren. Die waren nämlich so groß wie ein 7- bis 8-jähriges Kind. Heißt, sie konnten hier drin aufrecht stehen und sogar teilweise über deren Kopf noch arbeiten. Ja, also hier sieht man jetzt die Lampe der Bergleute. Das ist der sogenannte Frosch. Genau, ich mache den einmal an. Und das ist dann das Licht, was ein Frosch gespendet hat, das, was dann ein Bergmann zur Verfügung hatte. Und das heißt, genau, Licht auch. Das war alles. Genau. Da siehst du ja gar nichts. Und das Praktische an dem Frosch war, dass er als so eine Art Uhr oder Wecker diente. Der wurde dann so dosiert, dass er genau 12 Stunden durchbrannte. Heißt, wenn der Frosch dann zu Ende gebrannt hat, also ausgegangen ist, dann wusste der Bergmann, dass er kann nach Hause gehen und hat dann eben Feierabend. Feierabend. Jetzt kommt man nicht mehr zurück, weil man nichts mehr sieht. Ey. Kaum vorstellbar, wie hart das Arbeitsleben früher war. Also das ist jetzt die alte Schmelze. Okay, und hier wurde gegrillt. So sieht's aus gerade. Hier wird das Gestein gerüstet, um es von Schadstoffen wie Schwefel und Arsen zu befreien. Hier haben die Kinder gearbeitet, so im Alter von 7, 8 Jahren. Echt? Die haben dann das Arsen dann natürlich auch eingeatmet und das ist dann auch letztendlich der Grund, warum die alle so klein waren. Zu guter Letzt noch ein technisches Schmankerl. Das alte Stampfwerk funktioniert noch, um das kupferhaltige Gestein zu zerbröseln. Okay, das ist voll ein entspannter Job. Wer hilft mir aufbauen? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt wird es spannend. Der geliehene Bus hat viel unbekannte Technik. Geht das? Oh, das geht wohl. Für die Gemütlichkeit, ne? Aha. So Leute, bereit fürs erste Bier. So. Okay. Aha. Okay, das ist jetzt hier dieses Dach. Kurbel gibt's keine. Bitte Zündung einschalten, okay. Okay. Das hat funktioniert, ohne dass was kaputt gemacht hat, glaube ich. Oh, Luft. Direkt einen Sonnenschutz. Hält das? Ich habe noch nie auf einem Auto drauf geschlafen. Und es fühlt sich super bequem an, obwohl es nur eine sehr dünne Matratze ist. Aber ich glaube, das wird ziemlich cool heute Nacht. Erster Tag, erster Campingplatz. Hafenmühle liegt wirklich sehr, sehr schön. Ich bin völlig fertig und durchgeschwitzt jetzt. Aber ich habe es hinbekommen, immerhin meinen Camper richtig aufzubauen. Jetzt geht es gleich nachher noch in den See, auf jeden Fall. Und für heute Abend bin ich auch gerüstet. Moskitospray, bisschen Romantik muss auch sein. Von daher, ich freue mich auf meine erste Nacht hier in der Wildnis. Und jetzt ein Campingritual, die Platzrunde. Guck mal, das ist auf jeden Fall der perfekte Platz. Also mit einer Birke noch für die Hängematte. Super geil. Ihr habt echt die großen Zelte, gell? Ja. Ein bisschen übertrieben, ja. Also richtige Burgen. Ja, guck mal, hier machen wir lüften mal den Vorhang. Ah, hier sind nämlich noch mal Leute versteckt. Seid ihr zum ersten Mal da? Ja. Ja? Mhm. Wie gefällt's euch? Positiv überrascht. Ja? Ja. Wie ist denn für euch? Gut. Ja? Stimmt, das ist ganz cool. Was gefällt dir besonders gut hier? Ja, die Kristalle, wirklich die Kristalle, wo sie gesammelt werden. Und es freut mich auch, dass hier ganz viele Spielplätze sind, wo man viel spielen kann. Und ja. Ja, mega. Ich folge mal meiner Nase. Hier riecht so gut. Dürfen wir kurz mal vorbeikommen? Hat so gut gerochen. Grillt ihr oder was macht ihr? Guck mal hier. Grillen war ein bisschen, genau. Aber so richtig auch mit Outdoor-Küche, guck mal. Ja, wir haben uns ein bisschen aufgepimpt, weil zu 5 war es mit unseren provisorischen Camper ein bisschen zu
Ja, doch ein bisschen zu unstrukturiert, will ich mal sagen. Es kam immer ein Kind dazu und dann immer noch, wurde es dann noch mal eine Kühlbox und jetzt gab es noch eine Outdoor-Küche und so, halt dieses Budget zulässt. Ja, aber das ist schon für euch so ein Campingplatz, wo ihr sagt, okay, das mit Kindern perfekt. Also ich find schon, es ist ein Unterschied, ob du sagst, wir sind ein familienfreundlicher Campingplatz und knallst einfach ein Klettergerüst irgendwo in die Ecke. Ja. Oder man merkt einfach, dass es so ein bisschen Substanz hat. Ja. Und hier hat es Substanz. Also da machen sich Leute Gedanken drüber. Ne? Der ist quasi authentisch familienfreundlich. Okay, So. ja, das war schön. Lasst euch schmecken. Ja. Ja, und Wollt ihr ihn haben? nee, danke. Nein, also ich habe 3 Kinder. Also das wird alles weg, glaube ich. Nach einer super Nacht im Dachzelt, Zeit für mein Resümee. Die Hafenmühle ist ein kleiner, familiärer Campingplatz, finde ich total schön, liegt mega idyllisch, hat was zwischen Bäumen und hat dann auch noch diesen Fluss, diesen kleinen Bach. Also traumhaft, finde ich richtig toll. Es ist für Kinder super, die haben ja auch diese Edelsteinsuche gemacht. Ich habe mir auch einen mitgenommen. Und was für mich auch ein Highlight war, einfach, dort gibt es so wenig Lichtverschmutzung. Ich habe nachts einfach ganz viele Sterne gesehen. Fand ich toll. Es geht weiter an die Mosel. Auf einem Hochplateau liegt ein ganz anderer Campingplatz. Landal-Sonnenberg, ein 5-Sterne-Platz. Zweiter Tag, zweiter Campingplatz. Und das wird, glaube ich, auch ein krasser Campingplatz. Der ist nämlich riesig, habe ich auf der Karte gesehen. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Dinge für einen Campingplatz. Also es wird luxuriös, glaube ich, heute. Und ich packe jetzt erstmal aus und bereite alles vor. Und nachher gehen wir auf eine Platzrunde. Gut, Camper ist ready. Jetzt wird es Zeit für eine Platzrunde, um mal den Campingplatz zu entdecken. Los geht's. Hier soll es irgendwo einen Supermarkt geben und da gehe ich jetzt mal rein, weil ich will unbedingt noch was Schönes besorgen für einen Camper. Der sieht nämlich noch ein bisschen trostlos raus und ich brauche auf jeden Fall Dekoration. Schuh. Ich sehe mich schon abends meinen Wein trinken. Hallo, wir würden gerne dieses Einhorn kaufen. Ja, gerne. Also er auch, glaube ich. Den auch? Den brauche ich auch, ja. Ja. Hat der einen Namen oder kann ich mir den aussuchen? Den können Sie sich aussuchen. Okay. Schönen Tag. Ebenso. Ciao, ciao. Schönen Feierabend. Meine Platzrunde geht weiter. Und hier gibt es wirklich alles. Minigolf. Ein Hallenbad mit Spieleparadies. Sogar ein Wildtiergehege. Hast du genug schon? Noch nicht? Was ist denn mit den anderen? Ey, du gibst einfach nicht ab, gell? Und eine riesige Indoor-Spielewelt. Der Campingplatz hier, Camping Landal-Sonnenberg, ist einer der bestbewerteten in ganz Rheinland-Pfalz auf einer Bewertungsplattform vom ADAC. Wie das zustande kommt, das frage ich jetzt den Inspekteur. Das klingt schon sehr geheimnisvoll. Wir fragen mal nach, wie das Ganze passiert ist. In der Vinothek treffe ich Kai Wenz vom ADAC. Inspekteur beim ADAC, was heißt das denn genau? Das klingt so geheimnisvoll. Geht man da inkognito auf Campingplätze und guckt dann, wie sind die Toiletten, sind die dreckig und ist alles da? Nein, also es ist eigentlich so ein Screen, den man macht. Man geht auf den Campingplatz, meldet sich dort an. Aber dann machen die doch sauber extra, oder? Vorher oder so. Also wenn sie clever sind, schicken sie das Personal schon mal los und halten mich ein bisschen auf. Aber wir kennen das ja, ne? Und aber ich meine, jeder, der seinen Betrieb vorstellen will, der möchte sich von der besten Seite zeigen. Und deshalb ist es völlig normal für uns. Was gucken Sie sich alles an? Ja, im Schwerpunkt, das Wichtigste für uns ist das Sanitärgebäude. Bis auf das Sanitär sind es so ungefähr 170 Kriterien, die wir pro Platz so auswerten.
Wenn ich jetzt einen Campingplatz suche, nach meinen Bedürfnissen, wie mache ich das dann am besten? Also zum einen könnte man bei uns auf dem Portal nachschauen und mit den entsprechenden Filtern kann man die Kriterien auswählen, die man bevorzugt und danach den Campingplatz wählen. Also man kann sagen, ich möchte ans Meer, an einen See, an einen Fluss, ich möchte Spielplätze haben, ich möchte mit Hund anreisen oder ich möchte, dass dort gar keine Hunde sind. Zum Zweiten haben wir noch eine App. Und die App hat auch schon sehr viele Filter. Und ich glaube, die meisten Leute kommen damit auch schon gut zurecht und benutzen auch diese Filter. Sind Sie noch privat auf dem Campingplatz oder nur noch beruflich? Ich habe ein Wohnmobil. Ich bin fast nur unterwegs. Und wenn wir dann nachts einen Platz zum Übernachten suchen, dann wird das richtig schwierig, weil wir übernachten nie auf dem Campingplatz, den wir inspizieren. Wir essen da nicht. Also einen Kaffee nehmen wir an, ansonsten nehmen wir nichts an. Also wir wollen auch wirklich, dass die Neutralität da immer gegeben ist. Deshalb kleiden wir uns auch so, dass uns jeder erkennt. Okay, das heißt, hier inspizieren Sie nicht. Das heißt, wir werden auch nicht bestochen jetzt. Wir sind ganz neutral, ich auch. Ja. Und ich würde sagen, die Platte, die verputzen wir jetzt. Und ich frage mal die Camper selbst. Guck mal, das sieht nach richtigem Camping aus da. Nee, was gibt's denn zu essen? Gulasch. Gulasch? Ja. Echt? Ja. Okay, also ihr macht das jetzt nicht das erste Jahr, ne? Das sieht man, ne? Ich bin groß geworden mit Camping. Ja? Ja. Das heißt, das ist wirklich so Camping im Blut? Ja. Ja. Okay, wenn die Eltern jetzt nicht zuhören würden, was ist denn cooler? So Camping, also Camping generell irgendwo oder halt Hotel mit Hotelanlage? Camping schon. Ja? Zelt, ja. Warum? Ich mag das draußen schlafen und nicht so im Raum. Mit frischer Luft. Ja. Aber die ganzen Geräusche, also wenn da über die Grillen zirpen und... Ich finde es irgendwie beruhigend. Ja? Ja. Ich finde es doof, dass man so viel zahlen muss für verschiedene Sachen. Für 5 Kinder ist das für uns richtig teuer. Ja. Nochmal extra zahlen für Klettern. Genau. Zum Beispiel, ja. Wenn es jetzt 5 € für Klettern wäre, wäre es ja noch okay. Aber 25 € oder 20 € finde ich schon happig. Mit 5 Kindern ist das echt... Das ist dann irgendwie dann doch nicht mehr so richtig Camping, ja? Das wird dann teuer. Ja. Das merkst du dann schon. Das merkt man, ne? Ja gut, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und guten Appetit jetzt. Ja, danke. Ja? Gut, Dankeschön. Schöner Abend noch. Danke gleichfalls. Danke auch gleichfalls. Danke. Ciao. Stimmt, bei 5 Kindern ein deftiger Preis. Mal sehen, wie das bei anderen Campern ist. Wir besuchen schöne Zelte und interessante Menschen. Du hast geile Konstruktion hier. Aber seid ihr Wiederholungstäter hier auf dem Platz? Erstes Mal. Erstes Mal. Ja. Oh, das ist dann der Eindruck relativ frisch, oder? Ja. Wie lange seid ihr schon da? Seit gestern. Ganz frisch. Okay. Und wie ist so euer Eindruck? Ja. Schön, ja. Gerade für die Kids. Die 2 Großen sind jetzt auf dem Spielplatz, die sehen wir gar nicht. Ach so, da fehlen noch 2. Naja. Aber ihr habt schon noch ein bisschen Ruhe dann. Mittagsschlaf. Ist es für euch auch Urlaub, wollte ich damit fragen? Das schon. Ja. Mal nicht zu Hause. Raus und zu Hause. Perfekt. Super. Helle. Schön. Gut. Der Ramazzoni muss noch in den Kühlschrank. Jawohl. Bis später. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Euch noch viel Spaß. Danke. Ja, macht's gut. Ciao. Zum Tagesende endlich zurück zum Bus. So, zweiter Abend, zweiter Campingplatz. Langsam wird es auch ein bisschen gemütlicher hier. Das ist übrigens der Lutz. So habe ich den getauft, nach einer lebenden Persönlichkeit, die sich hier im Team befindet. Ähnlichkeiten, rein zufällig natürlich. Und der ganze Camper ist inzwischen jetzt auch ADAC getestet, also es kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, ich freue mich auf den zweiten Abend, wir sehen uns morgen. Der hat einen Crash kaputt. Nach einer ruhigen, erholsamen Nacht mein Fazit. Landal-Sonnenberg ist ein riesiges Gelände, da gibt es einen großen Apartmentbereich und dann nur einen relativ kleinen Camperbereich. Ich finde es dadurch relativ anonym eigentlich. Ja. Es ist für Kinder, glaube ich, super, gerade wenn es regnet, weil es so viele Spielmöglichkeiten drin gibt. Und dann gibt es natürlich noch einen Supermarkt und Wildgehege und Kletterpark und sonst was. Also für Kinder, glaube ich, cool. Aber ich finde diesen Stellplatz auch für Camper nicht ganz so schön gemütlich. Ist eher wie so ein Ferienpark oder so ein Ferienressort. Ich fahre weiter in den Pfälzer Wald. Am Klausensee, da liegt ein Campingplatz, der neben den Tagesgästen auch viele Dauercamper hat. Da ist mein Platz. Jo, sieht gut aus.
Der Platz ist dreigeteilt. Zuerst die Tagesgäste, dann der öffentliche Bereich am See und dahinter wohnen die Dauercamper. Hi, das ist doch der Dauercampingplatz, ne? Genau. Es gibt aber manche, die haben so richtige Häuser. Ja. Und andere, ihr habt so einen Wohnwagenanhänger, ne? Genau. Und warum macht ihr Dauercamping? Eigentlich war das nie geplant. Nee? Nee, wir wollten eigentlich auf ein Festival fahren und dann irgendwie sind wir 2-, 3-mal hierher. Auf das Festival sind wir nicht und sind hier geblieben. Echt, ja? Ja, ja. Was ist denn jetzt der Unterschied aber zwischen den Mobilheimen und eurer Variante? Wohnwagen, wie gesagt, ist halt, man ist trotzdem noch mobil. Sollte uns irgendwann der Platz nicht mehr gefallen, kann man das Teil halt einfach runterfahren. Aber so mit so einem Mobi, das fährst du nicht einfach mal hier raus. Ne? Da muss schon dann ein LKW kommen. Und also man ist nicht wirklich mobil, auch wenn es Mobilheim heißt. Ja, wie oft kommst du her? Also oft wie es geht. Ne? Also auf jeden Fall mal 3 Wochen im Sommer, wenn es geht. Ja, vielen Dank. Was geht's eigentlich dann? Das frage ich mich auch manchmal im Leben. Jetzt will ich aber natürlich auch mal so ein Mobi sehen. Oh ja, sollen wir da mal reingucken? Guck mal, hier sind wir richtig. Warum noch eine Klingel? Bei der Grillmeisterin. Wer ist denn das? Das haben Sie jetzt entdeckt. Ja, wer ist denn die Grillmeisterin? Und Sie das? Ich. Ja? Ja, Wird heute Abend gegrillt? sehr wahrscheinlich. Ja? Ja. Ja, es geht. Alles wird. Lachs. Oh ja. Ihr habt ja jetzt wirklich ein Häuschen. Also man kann ja sagen, das ist ja eigentlich kein mobiles Campen mehr, ne? Ja. Das ist eigentlich alles fest. Ihr seid Dauercamper. Genau. Und wie oft seid ihr hier? In der Regel eigentlich am Wochenende, jedes Wochenende. Jedes Wochenende, Ja, ja. also in der Sommersaison. Aber ist das dann noch Camping? Weil ihr habt ja wahrscheinlich alles da drin, oder? Ja, vielleicht Glamping schon eher, wie man Glamping, es ja. jetzt sagt, genau. Aber wir genießen es, ja, dass wir halt auch eine eigene Dusche haben und so weiter. Ja. Jetzt wollte ich mal was Freches fragen. Darf ich mal kurz reingucken? Es ist zwar nicht so aufgeräumt, aber ja. Ja? Klar, gerne. Ich will auch die Schuhe ausziehen. Ja, also das ist jetzt, ihr habt ja ein komplettes Wohnzimmer hier, ne? Wow. Also ich glaube, meine Küche ist kleiner zu Hause. Könnte sein, ja. Ihr habt ja mehrere Zimmer. Jetzt sehe ich das ja erst, wie groß das ist. Ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer. 3 Schlafzimmer mit Und- Wäschetrockner Und Waschmaschine, ja. Waschmaschine. Zeit auf dem Campingplatz verbringen ist zwar schön, aber es lockt auch der idyllische Pfälzerwald. Ich war jetzt zum Johanniskreuz. Das soll eine ganz schöne Tour sein. Und ich bin den ganzen Tag unterwegs. Karlstalsschlucht. Ja, die schaue ich mir mal an. Also ich finde es hier wahnsinnig spektakulär, wie sich dieser Bach durch den Wald schlängelt, an Felsen vorbei. Also man könnte sagen, wild romantisch. Wahnsinnig spektakulär, tolle Gegend, diese Karlstalsschlucht. Unbedingt Notizbuch rausholen und aufschreiben und herkommen. Lohnt sich. Wo wir schon mal bei der wunderbaren Natur sind, da passt das Haus der Nachhaltigkeit perfekt dazu. Ich treffe hier die Leiterin Anna Riedenklau. Hallo. Hallo, Ich bin der Arndt. ich bin Anna. Sind wir verabredet? Ja, genau. Sehr gut. Kann ich meinen Rucksack hier abstellen? Natürlich hier einfach abstellen. Dankeschön. Das ist unser 3D-Modell vom Pfälzerwald. Hier können unsere Besucher des Hauses Informationen zum Pfälzerwald und allen Besonderheiten der Region erhalten und sehen hier direkt auch abgebildet die Spezialitäten der Region. Okay, und der Punkt da, das sind wir da in der Mitte? Genau, da sieht man Johanniskreuz, das ist unser Standort mit dem Haus der Nachhaltigkeit. Und die Karte zeigt dann eben die Region mit allen prägnanten Standorten wie die Weinstraße und andere Orte. Und ich kann jetzt mit dem Bildschirm, da kann ich ein bisschen rumspielen. Richtig. Je nachdem, was einen interessiert, kann man dann anklicken, was man so wissen möchte und kriegt dann Informationen
und wichtige Orte, die man besuchen könnte. Ja, und von diesem umfangreichen Radwegenetz habe ich heute ja auch schon profitiert. Das ist unser großer Ausstellungsraum. Hier finden immer unsere Wechselausstellungen statt. Das ist unsere aktuelle Wechselausstellung. Da legt ihr den Finger in die Wunde des Konsums, so quasi. Genau, hier geht es um Konsumwandel, also Fleischkonsum, Ernährung, Flächenverbrauch, aber auch alles, was mit Elektronik zu tun hat, seltene Erden, dass man so mal ein bisschen selber ins Nachdenken kommt. Ja, das heißt, euer Ziel ist ja eigentlich wahrscheinlich, dass, wenn die Leute hierher kommen und sich informieren und durchlaufen, dass die was mitnehmen nach Hause und sagen, ey, das kann ich auch bei mir machen, im Garten oder am Haus oder... Genau, es sollen nicht nur diese großen Projekte sein, sondern was kann jeder Einzelne vielleicht durch eine kleine Veränderung in seinem Alltag tun, um nachhaltiger zu leben. Die 2 Sachen nehme ich mit. Rehe aus Rheinland-Pfalz und ich habe gestern auf dem Campingplatz noch einen Wein geschenkt bekommen, dafür brauche ich den Korken. Habe ich mir ausgesucht. Finde ich gut. Schmecken die? Sehr lecker. Cool. Vielen Dank für die Führung. Ja, schön, dass du da warst und komm gern wieder. Gut, danke. Ciao. Regionale Produkte zu einem fairen Preis. Ich mache mich auf die Rückfahrt. Nachtischwein. Aber gut. Passt. Wie, würde man sagen, Arsch auf Eimer oder Pilz auf schwarze Katz? Doch dann nimmt der Abend einen unerwarteten Verlauf. War nicht 30 Grad und Sonne vorhergesagt? Ich glaube schon. Diese Wetter-Apps. Es geht bestimmt nur 5 Minuten. Ja, das ist eben auch Camping. Und ich bin froh, dass ich nicht zelte. Mein Resümee. Campingplatz Klausensee hat wirklich große Vorteile, nämlich diesen See, der ist fantastisch. Und hinten auf dem Campingplatz, da gibt es so einen kleinen Bach, der sich so über den Campingplatz schlängelt. Wunderschön. Also wirklich wie gemalt. Toller Bach, alles hervorragend. Was ich auch super fand hier am Campingplatz sind die sanitären Einrichtungen. Also es gab geile Duschen, moderner Standard, also das Beste jetzt bei mir zu Hause. Was ich nicht so cool fand, war auf dem Campingplatz, ist es wirklich so, dass man dicht neben dicht mit anderen Campern steht. Muss man mögen. Ich fand es ein bisschen zu nah gedrängt, aber fand es dadurch nicht so gemütlich. Für mich geht's weiter. Der Campingplatz Waldwiesen ist mein nächstes Ziel. Am Rande des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Gut. Lutz hat es gut gemacht auf der Fahrt. Jetzt darf sich mal ein bisschen hier hinchillen. Komm, kannst da schon sitzen wie ein Großer, ne? Bier oder was? Wolltest du ein Bier? Ja. So viel Spaß. So, jetzt noch ein bisschen Deko nachher und dann bin ich bereit. Gibt's hier einen See eigentlich? Ja? Er nickt. Tom nickt. Es gibt einen See. Geil. Dann Badehose raus. Nach dem erfrischenden Bad treffe ich die Chefin hier. Ja, der Lutz auch ganz gut. Ah, hallo, Frau Schüller. Hallo. Das ist jetzt schon Ihr Platz, ne? Also Sie haben den Platz mit gegründet oder gegründet überhaupt, ne? Ja, ich habe ihn aufgebaut. Was war hier vorher? Eine Hühnerfarm. Eine Hühnerfarm? Ja. Echt? Mit Ja. Tausenden? 200.000 Hühner hatten 200.000 Hühner hatten meine Eltern. Wir sind ja Flüchtlinge, wir sind aus der DDR. Aber war das auch Ihr eigener Wunsch, dass Sie sagen, ich will unbedingt einen Campingplatz haben? Eigentlich nicht.
Nee. Nein. Ich habe Sprachen studiert und hatte mit Camping gar nichts am Hut. Weil das ist mir, als ich hier reingefahren bin, total positiv aufgefallen. Ich komme rein, habe so ein grünes Idyll. Ich habe Ja. hier, jeder Stellplatz hat schönes Gras, das ist eine Hecke. Also man fühlt sich auch so sehr geborgen und geschützt von der Natur. Ne? Das war auch unsere Idee und das ist eigentlich meine Seele. Meine Seele, die ist hier in diesem Platz. Ich habe ja auch fast alles gebaut, die ganzen Pflasterarbeiten. Alles selber gemacht? Die Kachelarbeiten unten im Sanitärgebäude, Ja. das habe ich alles gemacht. Zwischendurch, immer wenn ich so 2, 3 Stunden zusammen hatte, habe ich da gestanden auf dem Gerüst und habe die Kacheln bis oben unter die Decke gekachelt. Eine richtig bewegende Geschichte. Zeit für eine Platzrunde. Mal sehen, was die anderen Camper so sagen. Wollen Sie weg? Irgendwann. Irgendwann. Ja. Irgendwann. Immer mit der Ruhe. Deswegen bleiben wir jetzt noch hier. Ganz spontan. Entweder wir fahren oder wir bleiben noch hier. Genau. Ja. Ja, so wird das entschieden. Ne? Und wie lange machen Sie das jetzt noch? So die nächsten Wochen, Monate? 4 Jahre? Mindestens 4 Wochen. Mindestens 4 Wochen? Richtig. Echt? Warum so lang? Weil meine Frau mal so lange Urlaub hat. Echt? Schön. Muss mal sein. Den Platz haben wir rein zufällig gefunden. Da haben wir im Internet gesehen. Mhm. Und wie ist der Platz hier? Ganz toll. Ganz toll. Ja. Ruhig, sehr, Ruhig. sehr schön. Also, Also, Wir wir haben nichts können- auszusetzen. wir haben nichts auszusetzen. Können wir mal kurz reingucken. Aber gerne. Da kann man ja tanzen hier drin. Ja, normalerweise, wir brauchen das jetzt im Moment nicht, kann man das noch zumachen, genau. Da da geht's unten- durch nach vorne zum Führerhaus. Das ist ja fast wie eine richtige Küche. Hör mal. Ja, Oder? also, ne? Hier drunter ist Ja, Spülbecken. Spülbecken. Dann habt ihr hinten noch Schlafzimmer. Hinten ist Schlafzimmer. Natürlich mit richtiger Tür. Und ein Bad gibt es auch. Die Frage ist ja wirklich, ja. Ist das noch Camping Doch, oder das ist das ist schon Glamping? Das Glamour. das ist noch Camping. Ja? Das ist noch Camping, weil, wenn du hier reinguckst, hier ist keine Glasvitrine oder sonstiges. Okay, ihr fühlt euch noch als Camper. Wir sind Camper, also ganz, ganz klar. Also irgendwie ist mein Campingbus aber doch erheblich kleiner. Unter Campern hat man auf jeden Fall viel Spaß. Schau mal, Sascha, den finde ich total interessant. Hi! Ich bin hierher gekommen, weil ich den Wohnwagen so schön fand. Weil die Form ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ja, in der Tat ist ja auch. Und das hat uns auch sehr angesprochen. Ja? Ja. Können wir mal reingehen? Aber ja. Ja? Ja, bitte. Oh, guck mal. Ja, oder? Also eigentlich, komm mal rein, Alles Sascha. da. Kommt mal ruhig rein. Alles, was du brauchst, ne? Jo, genau. Breites Bett, das ist ja auch 1,40? 1,40, ganz genau. Ja. 1,40, knapp 2 Meter, 1,98 so lang. Das reicht ja eh für die meisten. Mhm. Genau, Hab 3 Flammen. Drei Ja. Flammen, das ist schon. Kochen also auch hier. Mhm. Und wenn du mal kurz aufmachst, hier siehst du auch das Bad. Mein gut, das ist. Oh ja. Also man kann auf jeden Fall klarkommen, ne? Ja. Das Kleine kann so, ja. Sitzecke, Ja, genau. bisschen Stauraum. Das ist ja schon, also wirklich aufs Minimale so alles untergebracht, was man so eigentlich notwendigerweise Genau. braucht. Danke, dass wir reingucken durften. Gerne. Ja. Also dann, ciao, ne? Und jetzt einen richtigen Tagesabschluss mit Grillen und Lagerfeuer. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Feuer für die Moderation? Ja, können wir ein bisschen nach da gehen, ja? Ja. So, jetzt die Abmod für heute. Ja? Ja. Okay. Also, Ich laufe. 3. Tag Abmoderation, die 14. Ey, die Jungs, komm, Spaß, Feierabend, wir lassen die Abmoderation, wir grillen. Komm, auf geht's. So. Mein Fazit. Also was schon ein bisschen witzig war, die Toiletten und die Duschen, ich sag mal, die waren schon retro. Ne? Muss man mögen. Aber ich muss sagen, was an diesem Platz besonders toll war, einfach dieses satte Grün, diese Büsche, diese Bäume, überall Schatten. Du kommst dir vor wie in so einem gemalten Idyll eigentlich. Und ich hatte noch nie vor meinem Camper so saftiges Grün. Und das wurde auch alles richtig schön gepflegt.
Und das fand ich richtig stark. Also ich glaube, zum Entspannen und Runterkommen ist das der ideale Campingplatz. Meine Reise nähert sich dem Ende. Ich fahre ins Dahner Felsenland, nahe der französischen Grenze. Hier erwartet mich ein außergewöhnlicher Platz. Der ist nämlich Ü18. Das ist wirklich wunderschön. Und ich habe einen eigenen Seezugang. Hammer. Geil. 100 Meter vom Campingplatz startet der Fahrradweg nach Wissembourg. Da fahre ich jetzt gleich hin, mache einen kleinen Ausflug. Und praktischerweise gibt es hier auch noch Fahrradschläuche, falls ich mal einen Platten habe. Die Stadt Wissembourg ist ein echtes Juwel. Hier reiht sich ein Fotomotiv an das andere. Ich bin total begeistert von dem französisch angehauchten Flair. Die ganze Stadt ist durchzogen von kleinen Grachten und an den Ufern stehen immer wieder wunderschöne Gebäude. Ich bin hier zum traditionellen Flammkuchenessen mit der Bürgermeisterin verabredet. Okay. Gilt? Gilt. Sag mir so. Merci beaucoup. Merci. Also das ist jetzt echter Flammkuchen aus dem Elsass. Ganz klassisch? Ja. Mit Speck? Mit Speck. Und das tun wir Käse. teilen, zusammenteilen. Macht man das so? Ja, das macht man so im Elsass. Das ist also auf jeden Fall ein Grund, auch hier mal, wenn man in der Nähe ist, nach Wissembourg zu bekommen. Mhm. Kommen denn viele Deutsche auch aus der Pfalz? Ja, also wir haben, man kann sagen, so 80% deutscher Tourismus. Und also alle Restaurants oder Boutiques haben sich auch daran orientiert. Sprechen die alle so gut Deutsch wie Sie? Passt so gut. Oder wie gesagt, wir sprechen als Pfälzelsisch. Pfälzelsisch. Ja, Pfälzelsisch. Was kann ich denn, wenn ich als Tourist komme, was kann ich denn hier so alles außer Flammkuchen noch machen in Wissembourg? Ja, also außer Essen und Trinken, und das sind Sie ganz gut schon mit der Gastronomie, französische Gastronomie, aber man kann auch ganz gemütlich durch die Stadt laufen, Schlendern, Patisserie essen. Ja, ja, Patisserie, Ja. weil dann ist es Urlaub. Ja, und so dann richtig, ist das, ne? Ja, ganz genau. Ja, und Ja. der Vorteil ist natürlich, wenn man in einem anderen Land ist, kann aber trotzdem seine eigene Sprache noch sprechen, oder wird es zumindest Ist noch verstanden. einfacher. Vielen Dank. Hat Avec viel plaisir. Spaß gemacht. Ich fühle mich total wohl hier. In Super. Wissembourg. Also kommen, ist alle willkommen, kann man sagen, in Kann ich Weißeburg. empfehlen. Ja, ich in hoffe, Weißeburg. Ja, in Weißeburg. Ja, wir reden ein bisschen brädrig, so im Elsass, im Nordelsass. Also hoppla, kommt alle her. Ja, gerne. Willkommen. Zurück am Campingplatz mache ich mich auf die obligatorische Platzrunde. Ich habe dich vorhin gesehen, dachte, ich habe den gleichen Camper wie ich.
Und jetzt wollte ich mal wissen, ihr seid zufällig hier? Nein, ihr seid schon Nein, wirklich absichtlich an dem Campingplatz. Ja, die zwei sind zum zweiten Mal hier mit uns. Und wir waren, glaube ich, schon 4-5 Mal. Ja, weil alles geschützt ist so ein bisschen durch den Pfälzerwald. Weil man schön Der See ist also für mich ist der See die Hauptsache. Der ist auch, wird jedes Jahr überprüft, ist super sauber und gut. Aber ihr habt euch den Platz auch ausgesucht, weil es hier so ruhig ist. Das ist ja ein Ü18-Campingplatz, ne? Hat das eine Rolle gespielt bei der Entscheidung? Nee. Ach Gott, ich vermisse das Ballspiel nicht. genau. Ah ja, Thema See. Da war ja noch was. Hallo, geil. Werde ich persönlich begrüßt? Jawohl. Schön. Herr Jacobi, richtig? Jawohl, Jens Jacobi. Jens Jacobi. Das heißt, Ihnen gehört der Campingplatz oder Sie managen den? Ist ein Familienbetrieb. Also Besitzer sind immer noch die Eltern, aber den Laden schmeiße ich jetzt mittlerweile. Ich kam hier an und dachte so, wie fantastisch kann denn auch ein Campingplatz sein mit eigenem Seezugang und dann die Kulisse heute Morgen, noch Nebel aufgestiegen im Wald. Ja. Sensationell. Freut mich, wenn es gefällt. Ja. Viele Dauercamper, glaube ich, ne? Hier? 70 Parteien außenrum ungefähr. Ja. Und ich habe gelesen, es ist ein Campingplatz Ü18. Ja. Das heißt, eigentlich, es sind keine Kinder erlaubt. Genau. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen fies. Wird uns meistens auch unterstellt, kinderfeindlich oder sonst was. Aber der Einfallgrund ist das Gewässer, ist ein Privatgewässer und die Haftung. Und beim das liegt gar nicht daran, dass Sie keine Kinder mögen? Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben ja selbst welche, also insofern kein Problem. Aber es ist einfach die Haftung. Wir müssten Bademeister engagieren und so weiter und das ist unmöglich zu stemmen. Und beim Erwachsenen, wenn wir die Anmeldung machen und dann unterschreibt er praktisch, geht auf eigene Verantwortung und dann sind wir aus der Sache raus. Schätzen das aber auch gewisse Camper, die dann sagen so, voll cool, keine Kinder da? Ja. Wir haben auch viele Lehrer, viele Erzieher. Die Lehrer, nee, kein Bock auf Kinder. Die haben die ganze Woche damit zu tun und dann sind die froh, wenn sie mal ein Wochenende hier Ruhe haben. Ich bin sehr gerne hier. Also ich bin ausgestiegen und dachte so, cooler Platz. Freut mich. Ja. Das ist schön. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja. Danke für die Begrüßung. Danke. Und schönen Abend. Schönen Abend. Ja, ich gehe noch mal eine Runde. Viel Spaß. Ja. Tschüss. Ciao. Dieser Campingplatz, der war jetzt so ruhig, der ist so idyllisch und die Landschaft drumherum fantastisch. Also ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt und die Stimmung auf dem Campingplatz ist auch sehr entspannend. Ich habe jetzt in den letzten 5 Tagen 5 Campingplätze besucht und das war so ein kleiner Schnelldurchlauf. Ich habe einen kurzen Eindruck bekommen, wie diese Campingplätze so ticken. Und ich kann sagen, es gibt manche Campingplätze, da ist es so, die sind sehr auf Kinder ausgerichtet, Kinderbespaßung. Bei anderen Campingplätzen ist es so, da stehen die Camper wirklich quasi Wohnzimmer an Wohnzimmer. Das ist lebendiger und kommunikativer. Und bei anderen Campingplätzen ist es so, dass man sehr für sich ist, diese Ruhe und Erholung noch mehr genießen kann. Da muss auf jeden Fall jeder selber für sich entscheiden, was er so im Urlaub braucht. Ich weiß jetzt auch für mich mehr, was ich will. Ich brauche Grün, ich brauche eine gewisse Idylle, ich brauche Ruhe und ich brauche auf jeden Fall was für die Seele. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Reisen. Entdecken Sie unsere Heimat.